Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier beim Installationsvideo der Ecova Dulco 60 Dosieranlage. Hier sehen Sie den Kanister. Die weiteren Systeme befinden sich in diesen 3 Kartons. Fangen wir mit dem Herzstück an, der Magnet-Dosierpumpe. Nicht zu tief einschneiden. Und hier ist sie schon. Des Weiteren befindet sich im zweiten Karton der Systemtrenner. Und der Kontaktwassermesser. Wir fangen bei der Montage an mit dem Herzstück der ganzen Dosieranlage, und zwar der Magnetdosierpumpe. Die wird hier oben auf dem Dosierkanister, auf dem Dosierbehälter verschraubt. Dazu sind vorträglich Kreuzschrauben hier drauf eingedreht. Die müssten wir erstmal entfernen. So, und dann wird die Pumpe direkt auf den vorgesehenen Gewinde wieder befestigt. Wichtig an dieser Stelle, wenn die Pumpe installiert ist, wäre, diesen Überlaufschlauch hier in das dafür vorgesehene Loch zu führen. Die Magnetdosierpumpe sorgt dafür, dass die richtige Menge an Wasseradditiv dem Schneidwasser beigemengt wird. Hierzu ist es wichtig, den Zuführschlauch mit der Pumpe zu verbinden. Hinten am Dosierkopf befindet sich ein schwarzer Dichtungsring. Dieser Dichtungsring muss in den Saugschlauch eingesetzt werden. Dann entfernen wir die Schutzkappe und schließen den Schlauch an die Pumpe an. Als nächstes verbinden wir den Kontaktwassermesser mit dem Systemtrenner. Dazu entfernen wir zuerst die Schutzkappe, und wir haben das jetzt schon mal vorbereitet. Es ist wichtig, dass auch am Kontaktwassermesser und am Systemtrenner Dichtungsmaterial aufgebracht ist. Dann verbinden Sie beide Teile mit dem Doppelnippel. Wichtig ist, dass dabei die Wasserflussrichtung beachtet wird. Dazu finden Sie einen Pfeil einmal auf dem Kontaktwassermesser und ein kleines Dreieck auf dem Systemtrenner. Als nächstes Schritt wird der Kontaktwassermesser und der Systemtrenner mit dem Dosierbehälter verbunden. Dazu lösen wir zuerst die Schellen und richten diese neu aus. Den Kontaktwassermesser hier einsetzen. Als letztes Anbauteil folgt das Dosierventil. Hier sollten Sie darauf achten, dass der Dichtungsring eingesetzt ist, und verbinden dann das Dosierventil mit dem Kontaktwassermesser. Als letzter Schritt müssen jetzt Signalkabel und Steuerkabel mit der Magnetdosierpumpe verbunden werden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Dosieranlage jetzt entlüftet werden. Zum Entlüften der Anlage ist es vor allem wichtig, dass der Saugschlauch blasenfrei ist. Hierzu öffnen wir das Entlüftungsventil und stellen das System auf Test.
Wir pumpen so lange, bis über den Überlaufschlauch Tropfen vom Additiv zu sehen sind. Danach schließen wir die Entlüftungsschraube und stellen die Pumpe wieder auf Test und pumpen so lange, bis im Dosierschlauch das Additiv am Dosierventil angelangt ist. Dabei ist es wichtig, so lange zu pumpen, bis der Schlauch möglichst blasenfrei ist. Nach dem Entlüften stellen Sie Ihre Magnet-Dosierpumpe gemäß der mitgelieferten Einstelltabelle ein und damit ist Ihr Dosiersystem betriebsbereit.